Hallo, ich bin Konrad Rennert und begrüße euch zu meiner Präsentation. Die Links zu den verwendeten Quellen findet ihr in der Beschreibung. Dort könnt ihr auch das Transkript des Videos ansehen. Heute geht es um die Vorbereitung meines letzten Videos im Jahr 2023. Dieses Video dient als eine Bestandsaufnahme meines erworbenen KI-Know-hows. Insbesondere wenn es um die Produktion von interaktiven YouTube-Videos auf der Basis von H5P geht. Wenn etwas auf YouTube erklärt wird, ist es leichter zu verstehen, als wenn der gleiche Text nur gelesen werden kann. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Dieses Sprichwort gibt es schon viel länger, als es PowerPoint gibt. Und ein bebildertes Video, das ist noch besser als nur ein Text mit Bild. Links sind ein paar hundert Worte meines Jahresrückblicks zu sehen. Dort steht am Ende des Projekts ein Video mit einem bearbeiteten deutschen Transkript und mit englischen Untertiteln. Automatisch gibt es dort die Option, dass mein gesprochenes Wort maschinell in alle verfügbaren Sprachen übersetzt wird. Das sind derzeit etwa 100 Sprachen. Wie kann ich mich von der generischen KI beim Drehbuchschreiben unterstützen lassen? Das will ich hier beleuchten. Links ist der bereits erwähnte Rückblick auf das vergangene Jahr zu sehen. In anderen Beiträgen dieser Website könnt ihr sehen, wie ich mich 2023 mit künstlicher Intelligenz beschäftigt habe. Am Anfang dachte ich, naja, machst du das Gleiche, was Schüler oder Abiturienten machen? Einen Aufsatz oder eine Arbeit nach ein paar Vorgaben des Lehrers über ein Thema schreiben, aber das war dann für mich nicht reizvoll. Folgerichtig ist daher die Abschaffung der Bachelorarbeit an der Prager Universität. Und es werden sicherlich bald weitere Universitäten folgen, weil die eigenen Leistungen bei unbeaufsichtigten Arbeiten, die hatten schon immer wenig Beweiskraft. Wer es sich leisten konnte, hatte bezahlte Schreibhelfer oder gute Freunde und Verwandte. Bessere Möglichkeiten der Leistungsbewertung gibt es zum Beispiel in Praktika, wo man KI einsetzen kann, um seine Arbeit zu optimieren und die Vorgehensweise und Effizienz von erfahrenen Mitarbeitern des Praktikumsbetriebes beurteilen zu lassen. Nur wer in der Lage ist, seine Gedanken richtig zu strukturieren und der KI die richtigen Anweisungen zu geben, der kann für den zukünftigen Arbeitgeber wertvoll sein. Das ist wie beim jahrzehntelang praktizierten Einsatz von Taschenrechnern und der Tabellenkalkulation zu beurteilen. Und das gilt auch für den Umgang mit KI. Erst denken und dann loslegen. Zum Beispiel mit meinem Projekt zum Jahresrückblick. Den Text, den ich eben gesprochen habe, den habe ich auf meinem Zweitrechner von Word protokollieren lassen. Wir schauen uns den an und dann übergebe ich diesen an Bart von Google. Hier haben wir den Text, den kopiere ich jetzt, STRG A, STRG C. Dann gehe ich hier nach Google und starte Bart. Und dort füge ich den hier unten ein und sende das ab. Bart denkt nach und liefert mir schon die erste Antwort. Wir sehen hier, ist also recht ausführlich. Ich will euch da jetzt nicht länger mit belästigen, aber ihr könnt das im Anhang sehen, in der Beschreibung des Videos oder besser noch in dem H5P-Video, was ich auch zu diesem hier produziere. Da könnt ihr euch also alles anschauen, auch die anderen Entwürfe. Hier steht View Other Drafts, andere Entwürfe anschauen. Und da sieht man, fange ich also an mit Hallo zusammen, ich bin Konrad Rennert
und möchte euch einen Rückblick auf mein Jahr 2023 geben. Das ist also der zweite Entwurf, könnt ihr im Anhang sehen. Genauso den dritten, fängt also ähnlich an. Das soll also dann euch vorbehalten sein, schaut euch das an. So, das war's dann mit Bart. Machen wir dann gleich weiter mit ChatGPT. Den gleichen Auftrag, den ich eben bei Bart von Google abgegeben habe, zur Umsetzung dieses Beitrages in ein Drehbuch, den übergebe ich jetzt auch an ChatGPT. Ich habe den Text, hier ist er nochmal, den habe ich markiert, Steuerung A, Steuerung C. Dann gehe ich hier zu ChatGPT, gestartet habe ich es schon. Da unten, wo Nachricht an ChatGPT steht, da füge ich das aus der Zwischenablage ein, Steuerung V, und sende das ab und erwarte eine Antwort. Ich werde hier einen Teil rausschneiden, weil das dauert jetzt einige Sekunden. Ihr könnt aber alle Antworten im Anhang dieses Videos sehen. So, jetzt wurde losgelegt und da unten wird formuliert. Also ihr seht, hier gibt es schon verschiedene Teile. Das Outro steht am Ende. Ich wünsche allen, die diesen Beitrag lesen oder den Vortrag auf YouTube hören, ein erfolgreiches neues Jahr 2024. Möge es voller Chancen und Erfolge sein. Ich bin Konrad Rennert und wir sehen uns im nächsten Jahr. Okay, das kann ich so übernehmen. Aber ich will hier nochmal eine neue Variante produzieren lassen. Ich klicke hier drauf. Es dauert wieder einige Zeit. Und dann kann man sich die anschauen. Mal schauen, ob er auch visuelle Einblendungen, ja, steht Screenshots von H5P und KI in Aktion, also Auftrag auch erfüllt. Ich mache noch eine dritte Version, weil Bart hat ja auch 3 Versionen geliefert. Und dann könnt ihr die 3 Versionen von Bart mit den 3 Versionen von ChatGPT vergleichen. Und ja, ist noch nicht so weit, solange der schwarze Punkt da blinkt, wird gerechnet. Und jetzt ist er fertig. Ja, Auftrag erfüllt, denke ich mal. Ich sehe hier nur den Schluss. Positives Bild von Konrad Rennert, visuelle Elemente von H5P und KI. Ja, das passt zu meinen Vorstellungen und die guten Wünsche auch. Das ist also das, was ChatGPT geliefert hat. Ihr findet den Text in der Beschreibung zum Video bzw. in dem Video, was mit H5P bearbeitet wurde. Bei Bing gehe ich etwas anders vor. Ich habe hier links meine Webseite schon ausgewählt. Das heißt, ich muss den Text erstmal markieren. Den kann ich dann, wenn er markiert ist, gleich an die KI übergeben. Markiere also den Text zum Rückblick bis unten zu meinem Namen. Der wird hier links angezeigt und dann klicke ich hier mal auf Senden und dann wird gefragt, was soll mit diesem Text passieren. Das habe ich auch schon mit Word formuliert, wie schon mehrfach gesagt, kann man das dann im Anhang nachlesen. Dieses, was ich hier kopiert habe, steht also auch bereit. Steuerung A, Steuerung C, wie eben schon mal bei Bart und ChatGPT. Und da gehe ich hier an diese Stelle und trage das, was ich kopiert habe, hier unten an die Stelle ein, wo die Frage steht, oder fragen Sie mich was, steht da, Steuerung V. Und da sehe ich knapp 2500 Zeichen. Das sende ich jetzt und erwarte, was denn da kommen wird. Das dauert jetzt einige Zeit. Ich werde die Teile dann aus dem Video rausschneiden, die dann nur langweilig sind. Und das, was hier jetzt steht, das kopiere ich auch und speichere das für euch
ab, sodass ihr das dann auch nachlesen könnt. Das heißt, man hat ja hier unten auch gleich die Möglichkeit, das als Word-Dokument zu speichern. Ja, das mache ich dann auch gleich und als Dokument herunterladen. Export läuft. Answer 4, ich habe also das schon ein paar Mal genutzt, diese Variante, und Datei anzeigen. Und da sehen wir dann, was Bing geantwortet hat. Wie gesagt, das steht euch zur Verfügung. Das, was Bing als Antwort 4 für den Download bereitgestellt hat, das findet ihr hier in meiner Dokumentation zur Drehbucherstellung für den Jahresrückblick. Das ist hier Antwort von Bing, Seite 13. Da steht's. Das sind die 5 Punkte und die Hinweise. Danach habe ich dann in dieser Dokumentation noch einen Punkt Ergebniskontrolle eingefügt. Da könnt ihr dann sehen, wie das Drehbuch bzw. die Brainstormings, die hier mit der KI durchgeführt wurden, wie das umgesetzt wurde. Das, was von Bing kam, ist ja relativ kurz, aber bei Bard und bei ChatGPT, da waren konkrete Hinweise, die ich sicherlich zum Teil berücksichtigen kann. Und das Endergebnis, das findet ihr dann hier über den Link. Das Video ist noch nicht fertig, aber ich gehe davon aus, dass das vor dem Jahresende produziert und hochgeladen ist. So viel für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.